Wie viel Geld wollen Sie? Warum haben Sie sich bei uns beworben? Oder warum haben Sie eine Lücke in Ihrem Lebenslauf? Das alles sind Fragen, die du beim Bewerbungsgespräch in Deutschland eventuell beantworten musst. Was antwortest du darauf? Das habe ich Laura gefragt. Mein Name ist Laura, ich komme aus Ecuador in Südamerika, aber ich lebe schon 13 oder 14 Jahre hier in Deutschland. Ich bin zum Studium hierher gekommen und bin dann geblieben und habe meine Karriere im HR-Bereich, im Personalbereich aufgebaut. Das heißt, ich habe immer dabei geholfen, Leute zu rekrutieren für ein Unternehmen oder auch Mitarbeitende weiterzuentwickeln. Laura erklärt dir jetzt, was du auf die 3 schwierigsten Fragen im Bewerbungsgespräch antwortest. Und am Ende habe ich noch eine Frage an dich, die du mir beantworten darfst. Los geht's! Oft sagt der Recruiter am Anfang des Bewerbungsgespräches: Erzählen Sie etwas über sich. Mit der Frage starten ja die meisten Interviews. Das heißt, das ist etwas, was ihr unbedingt vorbereiten müsst vor jedem Interview. Bereitet einen Text von circa 3 Minuten vor. Was sollt ihr in diesen 3 Minuten sagen? Einmal ganz kurz was zu euch, zum Beispiel, woher kommt ihr, warum seid ihr nach Deutschland gekommen oder was ist euer Ziel jetzt in Deutschland? Ganz, ganz kurz. Der Hauptteil ist aber wirklich auf, was sind eure Stärken, was bringt ihr mit, was euch zu einem sehr guten Kandidaten für die Stelle macht. Ihr dürft hier natürlich auch eure Erfahrung einbringen. Und der letzte Teil der Antwort ist eure Motivation für diese Stelle und für dieses Unternehmen. Wie viel Geld wollen Sie? Das ist immer eine sehr schwere Frage. Ich sage immer, es hängt davon ab, in welchem Bewerbungsprozess du dich befindest. Das heißt, ist es das erste Interview, das heißt das erste Mal, wo du mit jemandem vom Unternehmen sprichst, dann würde ich immer eine Gehaltsspanne sagen. Also zum Beispiel, ich erwarte zwischen 40 bis 45.000. Wichtig, in Deutschland spricht man immer vom Bruttojahresgehalt, also das, was du ohne Abgaben, ohne Steuern pro Jahr insgesamt verdienst. Warum eine Spanne? Weil man dadurch es schafft, zu zeigen, ich bin offen, darüber zu verhandeln. Man hat natürlich auch eine Spanne, wo man sich selbst auch sehen würde, aber man kann so ein bisschen ein Gespür dafür entwickeln. Man darf in dem ersten Interview natürlich auch eine Gegenfrage stellen und sagen, ich erwarte mir 40 bis 45. Ist das dann in der Gehaltsspanne, die ihr für diese Stelle vorgesehen habt? Oder liegt die Spanne woanders? So kriegt ihr weitere Informationen. Je weiter ihr im Prozess kommt, zum Beispiel im Interview 2 oder vielleicht sogar im dritten, dann braucht ihr eine ganz konkrete Zahl. Diese Zahl könnt ihr euch erarbeiten, indem ihr natürlich ein bisschen Recherche macht, zum Beispiel mit der Seite gehalt.de oder Kununu. Alle Links und noch viel mehr stehen in der Beschreibung. Rechnet euch aus, was braucht ihr für euer Leben und euer Lebensstandard. Und da entsteht dann praktisch diese finale Zahl, die ihr im Interview 2 oder 3 auch sagt. Warum haben Sie sich bei uns beworben? Hier müsst ihr Recherche machen, um die Frage beantworten zu können. Wo findet ihr die guten Informationen? Geht auf die Seite des Unternehmens, vor allem auf die Karriereseite. Die Karriereseite ist im Endeffekt eine Marketingseite von Unternehmen und sucht euch da wichtige Informationen raus, die auch zu euch passen. Erzählt auch eine Geschichte. Was hat vielleicht das Produkt oder Service mit euch zu tun oder warum interessiert euch da an diesem Service oder Produkt zu arbeiten? Und das müsst ihr dann in die Antwort integrieren. Warum haben Sie eine Lücke in Ihrem Lebenslauf? Mit einer Lücke im Lebenslauf meinen wir einen Zeitraum, in der nichts angegeben ist. Dann könnte man denken, dass du in diesem Zeitraum nichts gemacht hast. Es hängt immer von der Lücke ab, was man sagen muss. Aber ich sage immer, keine Angst vor Lücken. Man muss nur eine Geschichte dazu auch erzählen können. Und die Geschichte kann ganz verschieden aussehen. Aber was immer wichtig ist, ist zu sagen auch, wie hat man diese Lücke genutzt, um nun und heute in dem Punkt zu sein, dass man sich auf diese Stelle bewirbt. Vielleicht hat man in dieser Zeit ein paar Videos angeschaut, YouTube-Videos und was zu der Position gelernt. Oder man hat die Zeit genutzt, um Trainings zu machen. Nutzt alles, was euch da hilft, um dann zu erklären, wie die Lücke euch zu dem jetzigen Job, zu dieser Bewerbung gebracht hat. Jetzt möchte ich von dir wissen, was würdest du auf folgende Frage antworten? Wie würden Sie sich mit 3 Wörtern selbst beschreiben? Da gibt es nämlich ein Wort, das in Deutschland besonders gut ankommt.
Schreib es in die Kommentare und ich antworte dir persönlich. Das war's und denk dran, alles wird gut. Bis dann.